Hi, heute schauen wir uns an, wie ihr eure Bandsägen richtig gut einstellt, damit ihr perfekte Schnitte bekommt. Viel Spaß! So, ihr habt meine sehr alte Bandsäge vielleicht schon mal gesehen. Ich habe letztens die Kiste unten ausgebaut und unten drunter stand 79. Das ist ja noch eine ganze Ecke älter als ich bin, denn ich bin ja von 91. Und trotzdem ist so eine alte Maschine super, man muss sie nur warten und immer mal wieder richtig einstellen. Und wie ihr das richtig gut einstellen könnt, zeige ich euch, indem ich euch einfach sage, wie ich das meistens mache. Und ich fange immer an, ich gehe jetzt mal davon aus, dass eure beiden Räder zueinander stehen, also dass die beide in einer Ebene sind. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen, dass das Sägeblatt auf den Rädern gut läuft, also nicht wandert. Und wie es am besten positioniert, das zeige ich euch von näher dran. Was ich wichtig finde, ist, dass die Sägezähne ungefähr oder ziemlich genau auf der Mitte des Rades sind. Meistens ist es ja so, dass die Sägeblätter an sich mittig zentriert sind. Das Problem ist aber, dass diese Bandsäge Rollen einen leichten Winkel haben. Das heißt, wenn das Sägeblatt genau mittig aufsitzt, dann sind die Zähne nicht wirklich unterstützt und können wackeln. Wenn die Zähne allerdings genau auf der Mitte sind, also auf dem höchsten Punkt des Rades, dann ist da auch der meiste Druck. Das heißt, das Sägeblatt ist in sich wesentlich stabiler und läuft gut. Und wie ihr das hier verstellen könnt, bei meiner Säge ist es so, wenn ich das Rad nach hinten neige, dann läuft das Ganze weiter nach hinten. Wenn ich das Rad weiter nach vorne neige, läuft das Sägeblatt weiter nach vorne. Und was natürlich wichtig ist, dass wir das Ganze einstellen und einfach schauen, wenn wir das Ganze jetzt drehen, bleibt das Sägeblatt an der Position, wo wir es haben wollen. Und in meinem Fall ist das glücklicherweise so und es läuft auch genau so, wie ich es haben möchte. Die Zähne sind schön mittig und insofern müssen wir da gar nicht mehr so viel einstellen. Was ich auch immer mache, ich mache das Ganze, wenn das Sägeblatt schon unter Spannung ist. Also hier ist jetzt schon relativ viel Spannung drauf, denn wenn ihr das Ganze ohne Spannung macht, spannt ihr das Ganze nachher an und dadurch verstellt sich einiges wieder. Das heißt, ihr müsst es dann doppelt machen. Also das wäre dann irgendwie, finde ich jetzt nicht so praktisch. Ich mache es jetzt lieber gleich unter Spannung und sehe, dass das Ganze dann nachher auch funktionieren wird. Und da wir das jetzt haben, können wir noch einmal gucken, ob es unten auf dem Rad auch läuft. Aber da es oben überhaupt nicht wandert, wird es unten auch nicht wandern. Also insofern, das passt soweit. Als nächstes stellen wir uns hier die kleinen, schönen Fiesigkeiten ein und schauen, wie das klappt. So, wenn wir jetzt hier diesen Teil einstellen, ist es relativ wichtig, dass wir nicht zu weit nach vorne gehen, denn bei einer Bandsäge sind die Zähne versetzt, das heißt, es geht immer ein Zahn so und ein Zahn so. Das heißt, wenn wir jetzt hier zu weit nach vorne gehen würden und diese, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Blade Guards heißen sie auf Englisch, wenn die jetzt zu weit vorne sitzen würden, dann würden sie das Sägeblatt abschleifen, weil die Zähne ja versetzt sind. Das heißt, sobald das hier durchfahren würde, so, reibt sich das an den Blade Guards ab und damit habt ihr eigentlich relativ schnell euer Sägeblatt zerstört. Das heißt, wo positionieren wir das Ganze am besten? Am besten ist es, wenn es wirklich minimal dahinter sitzt. Also wenn wir wirklich, wir sehen ja hier, wo die Zähne sind und die Aushöhlung der Zähne, exakt dahinter sollte dieser Guard sitzen. Das heißt, da, wo wir jetzt sind, ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir fixieren das Ganze jetzt einfach mal, indem wir die Stellschrauben wieder festdrehen, wenn ich denn hier rankommen würde. Da ist sie. So, und jetzt stellen wir das Ganze fest. Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass das Sägeblatt, was wir eben gerade oben auf dem Rad zentriert haben, mit den Zähnen in der Mitte läuft, läuft das Sägeblatt an sich gerade. Und der hintere Teil, der jetzt wackeln könnte, der wird dann vom Blade Guard gehalten. Das heißt, das Sägeblatt hat dann im Endeffekt relativ wenig Spiel, eigentlich fast gar kein Spiel mehr. Und dadurch verhindern wir, dass wir zum Beispiel schräg schneiden oder sich der Winkel verstellt. Und ja, das haben wir also auch gemacht. Während wir in dieser Position sind, können wir direkt das hier verstellen. Und da
ist es jetzt wie bei den Blade Guards auch. Da scheiden sich die Geister ganz extrem. Der eine sagt, es muss unbedingt das Ganze berühren. Der andere sagt, es muss hauchdünn daneben sein. Keine Ahnung. Ich stelle mich auf keine Seite. Ich mache es einfach so, wie ich es immer mache. Ich habe hier so ein Set an Messhilfen, die dafür da sind, sozusagen Maschinen perfekt einzustellen. Und hier nehme ich mir einfach das dünnste Blech, was ich habe. Das ist sehr, sehr dünn. Und das fädeln wir jetzt einfach hier hinter. Schauen, drücken das Ganze vorsichtig an, sodass es mit dem Material dazwischen anliegt. Und wenn wir das gemacht haben, drehen wir auch hier die Stellschraube einfach fest. So, und damit ist das Ganze erledigt. Und wenn wir das Ganze jetzt hier drehen, sehen wir, dass sich die Hilfe hier minimal bewegt. Das heißt, wir haben wirklich ganz, ganz leichten Kontakt, ohne dass wir gegen das Sägeblatt drücken. Sobald ich gegen das Sägeblatt hier drücke, haben wir sofort Kontakt. Das heißt, jetzt ist das Sägeblatt perfekt unterstützt. Es wird also nicht nach hinten wandern. Jo, und da wir das haben, stellen wir jetzt als nächstes die Blade Guards ein. Das mache ich jetzt einfach genau, wie ich das da oben auch gemacht habe mit der kleinen Hilfe. So, dass es wirklich fast genau dran ist, aber nicht ganz genau. Hier muss ich ein bisschen tricksen. So. Und jetzt haben wir das Ganze hier auch genauso eingestellt, dass hier wirklich, wie man sieht, fast gar kein Spiel mehr drin ist. Und die Bandsäge ist relativ klein. Wir haben hier schon eine gewisse Höhe, das sind bestimmt 10 cm. Und wir haben unten noch nicht eingestellt, muss man dazu sagen. Und wir haben hier schon wirklich sehr, sehr wenig Spiel. Trotzdem läuft das Sägeblatt frei. Und wenn wir jetzt sehen, wenn ich jetzt hier ein bisschen gegendrücke, dann läuft hinten das Kugellager schön mit. Man hört, dass die beiden Blade Guards überhaupt nicht gegen das Sägeblatt kommen. Das heißt, wir haben den oberen Teil eigentlich soweit perfekt eingestellt. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt unten nochmal machen. Ich werde allerdings vorher jetzt das Schutzblech wieder montieren, denn das sollte man ja grundsätzlich nicht vergessen. Eine Bandsäge kann ja doch auch schneiden, dafür ist sie ja da, sägen. Und alles, was Holz sägen kann, kann auch sehr gut den Menschen sägen. Also insofern muss man da doch vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen treffen. So, das war jetzt allerdings eine ganz schnelle Nummer. Also wir können jetzt das Ganze unten nochmal einstellen. Ich weiß nicht, wie gut wir das dran bekommen. Ich würde den Tisch ungern abmontieren, aber schauen wir mal. Ich starte unten mal. Es sind eigentlich die gleichen Schritte wie oben. Also wir müssen eigentlich das Kugellager wieder an die richtige Position bringen. Wir müssen die Blade Guards an die richtige Position am Sägeblatt bringen. Das heißt so, dass die Zähne nicht abgeschliffen werden. Und dann müssen wir die Blade Guards einfach noch so nah wie möglich an das Sägeblatt ranführen. Das Problem hier unten ist, dass ich jetzt leider nur 2 Hände habe. Das heißt, ich bekomme meine Messhilfe nicht gleichzeitig dazwischen gehalten, während ich das Ganze hier vor der Schwerkraft festhalte und auch noch festschraube. Das heißt, hier habe ich jetzt einfach minimal gegengedrückt. Ja, das ist einfach Gefühlssache, das kriegt ihr aber relativ schnell raus. Jetzt muss ich einmal noch auf die andere Seite. Und dann sind wir auch mit dem unteren Teil eigentlich schon fertig. Auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt wieder unsere Messhilfe hier benutzen. Einfach einmal schauen, kriegen wir die hier zwischen? Ja, kriegen wir. Dann haben wir das Ganze in Position, schrauben das Ganze fest und drehen einfach einmal und schauen. Ja, und jetzt würde ich sagen, könnten wir theoretisch die Säge mal anschmeißen und gucken, wie sie sägt. Wenn wir alles soweit eingestellt haben, empfiehlt es sich natürlich, dass man nochmal guckt, ob der Tisch zum Sägeblatt auch halbwegs den richtigen Winkel hat. Also bei mir ist das auf jeden Fall in Ordnung.
ein bisschen was kann ich justieren, denke ich. Also das ist bei jedem Tisch, glaube ich, relativ einfach. Es gibt hier hinten, bei mir gibt es hier 2 Stellschrauben, womit ich den Tisch kippen könnte. Ich nutze das eigentlich überhaupt nicht. Insofern benutze ich diese Kippfunktion eigentlich nur, um klarzustellen, dass ich wirklich in 90-Grad-Winkel das Sägeblatt zum Tisch habe. Und wenn ich so wie jetzt zufrieden bin, fasse ich das Ganze auch nicht mehr an, drehe es vielleicht nur noch mal richtig fest. Und das nächste Mal, wenn ich diese Schrauben benutze, das ist dann, wenn ich die ganze Säge wieder einstelle. Aber das dürfte jetzt erstmal in nächster Zeit nicht der Fall sein. So, und dann bleibt eigentlich nur noch, dass wir die Abdeckung wieder drauf packen, was bei meiner jetzt leider so ein bisschen doof ist, weil sie keine richtige Tür hat, sondern ich einfach das ganze Frontteil jedes Mal abnehmen muss. Ist jetzt aber auch definitiv kein Weltuntergang. So, und wenn wir jetzt alle Sicherheitsvorkehrungen sozusagen wieder getroffen haben, können wir jetzt mal gucken, ob das Ganze jetzt auch wieder sägt. Dafür brauchen wir aber Strom. Das hilft immer. Jetzt zeige ich euch noch einen ganz schnellen Trick, wie ihr gucken könnt, ob euer Sägeblatt im 90-Grad-Winkel zum Tisch ist. Und zwar zeige ich euch jetzt einfach, wie das geht. Wir sägen jetzt einfach einmal gerade rein, nehmen das Werkstück zurück, drehen es um. Und wenn wir es jetzt von hinten in die Schnittkante einfach wieder einfügen können, dann wissen wir, dass es in einem 90-Grad-Winkel ist. Und das hat jetzt super funktioniert. Das heißt, sowohl vorne als auch hinten und auch wenn ich das Werkstück drehe, passt das Sägeblatt immer perfekt in den Schnitt, den wir gemacht haben. So, das ging jetzt super schnell. Ihr habt also gesehen, das Einstellen einer Bandsäge ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist relativ schnell gemacht. Und damit kann man auch mit super alten Geräten, also meine Bandsäge dürfte jetzt bald 40 Jahre alt sein, super gute Ergebnisse erzielen. Was wir als nächstes machen, dass wir einen neuen Schrank für die Bandsäge unten bauen. Das machen wir in den nächsten Wochen irgendwann, wenn dafür Zeit ist. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne ein Abo da und freut euch auf das nächste Video. Macht's gut, ciao!